Herzlich willkommen. Ich habe eine Frage von Schrotti7 erhalten und er oder sie fragt: Mich beschäftigt eine Verständnisfrage. Ich verstehe, dass das Ich eine Projektion ist und zugleich sprichst du vom Spiel oder vom Weg des Einseins beziehungsweise davon, dass das Sein sich selbst erkennt. Gleichzeitig sagst du, dass Zeit nicht existiert. Meinst du damit, dass Zeit nur relativ psychologisch ist, beziehungsweise nicht fundamental, oder dass es aus Sicht des Seins keinerlei echte Abfolge gibt? Wie ist dann Spiel oder Weg oder Erkennen zu verstehen, ohne dass Zeit und Abfolge oder ein Erfahrender implizit wieder eingeführt wird? Zeit gibt es, aber nicht so, wie wir denken. Auf der Ebene unseres Menschseins ist Zeit natürlich völlig real. Wir erinnern uns, wir planen, wir werden älter, wir lernen. Und diese Zeit wirkt psychologisch und physikalisch. Sie strukturiert unser Erleben und sie ist innerhalb der Erscheinung natürlich sinnvoll und auch notwendig, sonst könnten wir ja gar nicht uns irgendwo treffen oder was vereinbaren. Was es jedoch nicht gibt, ist eine absolute Zeit, also keine eigenständige Realität von vorher, nachher und Dauer, die unabhängig vom Erleben existieren würde. Das hängt also sehr miteinander zusammen. Aus der Perspektive des Seins gibt es keine Abfolge. Es gibt kein zuerst war es unwissend und dann wurde es wissend. Es gibt keinen Weg von A nach B, denn das Sein ist vollständig, gegenwärtig und zeitlos. Und genau an dieser Stelle wird Sprache schwierig. Denn wenn wir von Spiel, Weg oder Erkennen sprechen, klingt das natürlich sofort nach einem Prozess in der Zeit. Aber hier ist kein Ablauf gemeint. Diese Worte, die zeigen auf etwas. Sie beschreiben keine zeitliche Bewegung. Wenn vom Erkennen des Seins durch sich selbst die Rede ist, bedeutet das nicht, dass da ein Erfahrender etwas erlebt. Es bedeutet, dass innerhalb der zeitlichen Erscheinung die Einsicht auftaucht, dass es nie einen getrennten Erfahrenden gab. Wir können uns das ungefähr so vorstellen wie ein Film auf einer Leinwand. Im Film gibt es natürlich Bewegung, Entwicklung, Handlung etc. Die Leinwand selbst bewegt sich kein Stück. Auf der Leinwand geschieht nichts, im Film geschieht alles. Höre genau hin. Genauso hier. Im Sein gibt es keine Zeit, keinen Weg, kein Erfahrender. Als Form gibt es jedoch Abfolge, Entwicklung, Verstehen und Erwachen. Wenn wir versuchen, das zeitlose Sein vollständig ohne Zeit zu beschreiben, bleibt nur die Stille. Doch sobald wir sprechen, benutzen wir zwangsläufig Bilder von Abfolge und wissen dabei oder sollten es wissen, dass sie nicht wörtlich gemeint sind. Deshalb ist die entscheidende Unterscheidung nicht Zeit oder keine Zeit, sondern fundamental oder funktional. Zeit ist funktional real, aber sie ist letztlich nicht wirklich. Und das Erkennen ist auch kein Geschehen im Sein. Es ist einfach das Durchschauen der Annahme, es habe je etwas gefehlt oder begonnen. Dies hier ist alles. In Wahrheit geschieht nichts. Der Weg, der keiner ist, den du schon jetzt erkennen könntest, wenn du es nur willst. Tschüss.